Über die Ratenzahlung kannst du deinen Kundinnen und Kunden die Zahlung in Raten anbieten. Je nach Use Case hast du hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst einen kostenlosen Testzeitraum vorschalten. Du kannst die erste Rate und das Zahlungsintervall definieren und dies dann für alle Folgeraten identisch. Sollen die Raten für alle Kundinnen und Kunden am selben Tag fällig sein, unabhängig vom Kaufdatum, kannst du einen fixen Fälligkeitstag definieren, beispielsweise den 1. des Monats, und entscheiden, wann das Produkt ausgeliefert wird. Oder du definierst für jede einzelne Rate den Preis und das Intervall bzw. das exakte Fälligkeitsdatum. Launchst du erst später, verkaufst dein Produkt aber vorab, kannst du festlegen, ob die erste Rate sofort oder erst zum Launch fällig wird und ob das Produkt sofort oder erst mit der gezahlten ersten Rate ausgeliefert wird. Sehen wir uns die Möglichkeiten nun im Detail an. Hier zeige ich dir, wie ein Zahlungsplan für eine Ratenzahlung erstellt wird. Hier ein Produkt, für das ich bereits einen Zahlungsplan für eine Einmalzahlung angelegt habe. Für dieses Produkt möchte ich nun eine Ratenzahlung anlegen. Als erstes erstelle ich direkt einen neuen Zahlungsplan und wähle Ratenzahlung aus. Als nächstes setze ich Kreditkarte als bevorzugte Zahlungsart, die auch auf der Bezahlseite hervorgehoben angezeigt wird. Dann wähle ich die Zahlungsarten ab, die ich nicht anbieten möchte. Ich bleibe bei der Währung Euro und möchte eine Ratenzahlung mit 4 Raten erstellen. Hier kann ich jetzt für die erste und dann für alle Folgeraten den Betrag und das Intervall festlegen. Die Zahlung soll monatlich erfolgen und die erste Rate 199 € und die zweite 205 € betragen. Direkt darunter sehe ich die Vorschau der Anzeige dieses Zahlungsplans auf der Bezahlseite mit dem Gesamtbetrag und den Raten und Fälligkeiten. Jetzt speichere ich diesen Zahlungsplan im System. Weitere Einstellungsmöglichkeiten für Raten und Produktauslieferung. Hier zeige ich dir jetzt noch die weiteren Einstellungsmöglichkeiten bei der Ratenzahlung. Um eine Information dazu zu erhalten, klicke auf den Tooltip daneben. Testzeitraum. Testzeitraum. Hier kannst du einen kostenlosen Testzeitraum hinterlegen. Deine Kundinnen und Kunden können dein Produkt dann kostenlos testen und die Bestellung bis zum Ende des Testzeitraums stornieren. Hinterlege einen Text für die Bezahlseite, der über den Testzeitraum informiert. Nutze gerne die Parameter in deinem Text. Soll auf der Bezahlseite 0 € als Gesamtpreis angezeigt werden, da jetzt keine Zahlung fällig ist, kannst du dies mit diesem Toggle aktivieren. Fixer Fälligkeitstag. Möchtest du, dass alle Raten für diesen Zahlungsplan für alle Kundinnen und Kunden am selben Tag fällig werden, dann nutze diese Funktion. Wählst du beispielsweise den 1. des Monats, erhältst du die automatisch eingezogenen Zahlungen alle am 1. des Monats. Sofortiger Zugang am Bestelldatum. Sagen wir mal, jemand kauft am 20. des Monats, soll er dann am 20. kostenlos Zugang zu deinem Produkt bekommen, wenn es ein Kurs oder ein Mitgliederbereich bei uns ist, oder eben erst, wenn die erste Rate am nächsten 1. gezahlt ist? Dies kannst du hier einstellen. Individuelle Intervalle. Damit kannst du die Fälligkeiten der einzelnen Raten ab der zweiten Rate granularer steuern. Dann kannst du für jede Rate einen individuellen Betrag und ein individuelles Intervall hinterlegen. In der Vorschau für die Bezahlseite siehst du, wie dies deinen Kundinnen und Kunden angezeigt wird. Bestimmtes Datum. Hast du die individuellen Intervalle aktiviert, kannst du auch die Funktion Bestimmtes Datum nutzen. Sagen wir mal, du launchst am 1.10., verkaufst das Produkt aber schon vorab und möchtest, dass die Raten ab dem Launch fällig werden, dann kannst du dies einstellen. Um diesen Zahlungsplan mit diesem Startdatum speichern zu können, scrolle nach oben. Hier siehst du, dass die Funktion Preis für bestimmten Zeitraum schon aktiviert ist. Gib das passende Start- und vor allen Dingen Enddatum dafür ein. Das Produkt kann dann mit dieser Einstellung nur in diesem Zeitraum gekauft werden. Soll ein Verkauf danach weiter möglich sein, erstelle einen separaten Zahlungsplan dafür, der dann im Anschluss gültig ist. Da das erste Zahlungsdatum in der Zukunft liegt, kannst du hier wieder entscheiden, ob deine Kundinnen und Kunden sofort Zugang bekommen sollen, also ohne Zahlung, oder eben erst mit der ersten Zahlung. Erste Rate fällig am Kaufdatum. Alternativ kannst du es so einstellen, dass die erste Rate beim Kauf fällig ist. Dann wird das erste Datum dynamisch über das Datum des Kaufs gesteuert. Für alle weiteren Raten kannst du festlegen, wann sie fällig sind. Dies ist sinnvoll, wenn du einen kohortenbasierten Kurs anbietest, der zu einem festen Datum startet und für den die Anmeldung nach dem Launch geschlossen ist.
Dies war ein erster Überblick zu den umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten für die Ratenzahlung. Abonniere gerne unseren YouTube-Kanal für weitere hilfreiche Videos. Du bist mit deinem Online-Business noch nicht bei uns? Dann registriere dich als Anbieter unter ablefy.io und teste alle Funktionen 14 Tage kostenlos.